Blätter aus vorgeschichtlicher Zeit. Ein archaisches Manuskript, eine Sammlung von Palmblättern, durch ein besonderes, unbekanntes Verfahren für Wasser, Feuer und Luft undurchdringlich gemacht, befindet sich vor dem Auge der Schreiberin, also vor Blavatsky. Auf der ersten Seite ist eine fleckenlose weiße Scheibe auf einem stumpfen schwarzen Grunde. Auf der folgenden Seite dieselbe Scheibe, aber mit einem Punkt in der Mitte. Die erste, so weiß der Schüler, bedeutet den Kosmos in der Ewigkeit, vor dem Wiedererwachen der noch schlummernden Energie, der Emanation des Wortes in späteren Systemen. Der Punkt in der vorher fleckenlosen Scheibe, dem Raume und der Ewigkeit in den Zyklen von Anfang und Ende der Welten und Universen, bezeichnet das Herandämmern der Aufspaltung, der Entfaltung. Er ist der Punkt in dem Weltenei, dessen Keim zum Universum, zum All, zum schrankenlosen, periodischen Kosmos werden wird. Ein Keim, der periodisch und abwechselnd, ruhend und aktiv ist. Der eine Kreis ist göttliche Einheit, aus der alles hervorgeht, in die alles zurückkehrt. Sein Umfang ein gezwungenermaßen beschränktes Symbol. Mit Rücksicht auf die Beschränktheit des menschlichen Gemütes bedeutet die abstrakte, immer unerkennbare Gegenwart und seine Ebene die Universalseele, wenn auch die beiden eins sind. Dass bloß die Fläche in der Scheibe weiß und der Grund ringsherum schwarz ist, zeigt klar, dass ihre Ebene die einzige Erkenntnis ist, die, obgleich sie noch undeutlich und nebelhaft ist, vom Menschen erreicht werden kann. Dies ist die Ebene, auf der die maniphantarischen Manifestationen beginnen, also die zyklischen Zeitspannen sichtbar werden, denn diese Seele ist es, in der während Pralaya, das ist die wiederkehrende Auflösung aller Materie im Universum, in dieser der göttliche Gedanke schlummert, worin der Plan jeder zukünftigen Weltenentstehungslehre und Göttlichkeitslehre verborgen liegt. Das ist das eine Leben, ewig, unsichtbar, doch allgegenwärtig, ohne Anfang oder Ende, doch periodisch in seiner regelmäßigen Sichtbarwerdung. Zwischen diesen beiden Perioden das dunkle Geheimnis des Nichtseins herrscht. Unbewusst, doch absolutes Bewusstsein. Unrealisierbar, doch die eine selbst existierende Realität. Fürwahr, ein Chaos für den Sinn, ein Kosmos für die Vernunft. Sein einziges absolutes Attribut, welches es selbst ist. Ewige, unaufhörliche Bewegung, wird in esoterischer Sprache der große Atem genannt. Das ist die beständige Bewegung des Weltalls im Sinne von unbegrenztem, allgegenwärtigem Raum. Was bewegungslos ist, kann nicht göttlich sein. Aber da gibt es auch nichts, das tatsächlich und wirklich bewegungslos innerhalb des Universums ist. Hier möchte ich noch ergänzen, selbst Steine und Metall haben Bewegung in sich auf Teilchenebene. Also alles, was ist, alles Materie, alles im Weltall bewegt. Nahezu 5 Jahrhunderte vor Christus behauptete Leucippus, der Lehrer des Demokritos, dass der Raum von Ewigkeit mit Atomen erfüllt sei, durch unaufhörliche Bewegung in Tätigkeit gesetzt, welch letztere im entsprechenden Verlauf der Zeit, wenn diese Atome sich zusammenhäufen, Rotationsbewegungen und durch gegenseitige Zusammenstöße seitliche Bewegung hervorbringt. Epikur und Lucretius lehrten dasselbe, nur fügten sie zur seitlichen Bewegung der Atome die Idee der Affinität. Hier füge ich meine Gedanken hinzu. Ich gehe von einer Dreh- und einer Stabilisierungskraft aus. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Siehe Freie Energie Weltformel. Es ist schwerlich nötig, den Leser nochmals daran zu erinnern, dass der Ausdruck göttlicher Gedanke ebenso wenig als der vom universalen Gemüt auch nur beiläufig einen intellektuellen Vorgang, verwandt mit solchen, wie der Mensch sie bietet, darstellt. Das Unbewusste gelangte zu dem Evolutionsplan durch eine hellsehende Weisheit, höher als alles Bewusstsein, was in der Vedanta-Sprache absolute Weisheit heißen würde. Nur jene, welche es an sich selbst erfahren, wie hoch Intuition
sich über die langsamen Prozesse des schlussweisen Denkens emporschwingt, können sich eine ganz schwache Vorstellung von dieser absoluten Weisheit machen, die die Ideen von Zeit und Raum überschreitet. Gemüt, wie wir es kennen, ist auflösbar in Bewusstseinszustände von verschiedener Dauer, Stärke, Zusammengesetztheit usw., die alle schließlich auf Empfindung beruhen. Empfindung setzt wiederum notwendigerweise Beschränkung voraus. Der persönliche Gott des orthodoxen Theismus nimmt wahr, denkt und wird durch Gemütsbewegungen beeinflusst. Er bereut und fühlt grimmigen Zorn. Aber der Begriff solcher Gemütszustände involviert offenbar das undenkbare Postulat der externen Effekte, der erregenden Reize. Nicht zu sprechen von der Unmöglichkeit, Unveränderlichkeit einem Wesen zuzuschreiben, dessen Gemütsbewegungen mit den Ereignissen der von ihnen geleiteten Welten schwanken. Die Vorstellung von einem persönlichen Gott als unveränderlich und unbegrenzt sind also unpsychologisch und, was schlimmer ist, unphilosophisch. Hier möchte ich selbst dazu ergänzen, es ist nicht so wichtig, ob unser Gott eine wahre Existenz hat, sondern was man dabei empfindet, wenn man sich mit ihm verbindet. Intrakosmische Bewegung ist ewig und unaufhörlich. Kosmische Bewegung, die sichtbare oder die der Wahrnehmung unterworfene, ist endlich und periodisch. Als eine ewige Abstraktion ist sie das ewig Gegenwärtige, als eine Sichtbarwerdung ist sie sowohl in Richtung der Zukunft als in der Vergangenheit endlich. Und die beiden sind das Alpha und Omega der aufeinanderfolgenden Rekonstruktionen. Kosmos als Ding an sich hat nichts mit den kausalen Beziehungen der phänomenalen Welt zu tun. Bloß mit Bezug auf die intrakosmische Seele, den idealen Kosmos in dem unveränderlichen göttlichen Gedanken, können wir sagen, sie hatte niemals einen Anfang, noch wird sie ein Ende haben. Mit Bezug auf ihren Körper oder auf kosmische Organisation kann zwar nicht gesagt werden, es habe ein erstes Weltgebäude gegeben oder es werde jemals ein letztes geben. Doch mag bei jedem neuen Manvandara, also jeder zyklischen Zeitspanne, das Universum, ihre Organisation als die erste und die letzte in ihrer Art betrachtet werden, dass sie jedes Mal auf einer höheren Ebene des Daseins ins Dasein tritt. Vielen Dank für das Zuhören. Blavatskys Texte verstehen viele erst im Laufe der Zeit. Die Schreibweise ist aus dem 19. Jahrhundert. Viele Begriffe sind aus fernen Kulturen. Ich werde manches vereinfacht wiedergeben und auch mal Erklärungen einfügen. Ich gebe die Geheimlehre in kleinsten Einheiten von einigen Minuten wieder. Das wird viele Teile erfordern und auch viel Zeit. Auf alle Fälle wird es stetig spannender. Deshalb lohnt es sich, mir zu folgen und den Kanal zu abonnieren. Auch über ein Like freue ich mich riesig. Bis zum nächsten Mal.